Geschichte 1. Zu spät aufgewacht. Oh nein, wie spät ist es? Es ist schon 7:40 Uhr. Wirklich? Der Wecker, der sonst laut klingelt, hat mich heute nicht geweckt. Ich habe den Ton gehört, der kurz da war und dann weg war. Dann habe ich wohl den Knopf gedrückt, den ich morgens nie drücken will. Das ist ein Fehler, der jedem mal passieren kann. Ja, aber heute ist das schlecht, weil ich früher los wollte. Du hast noch Zeit, wenn du dich jetzt beeilst. Ich muss duschen und die Sachen suchen, die ich gestern hingelegt habe. Das Hemd, das du heute anziehen wolltest, hängt über dem Stuhl. Gut, dann nehme ich das. Dein Rucksack steht da, wo du ihn immer lässt. Wenigstens ist er nicht weg. Dann nimm den Apfel, der auf dem Tisch liegt. Ja, etwas Kleines muss ich mitnehmen. Danach kannst du unterwegs noch etwas kaufen, wenn du Hunger bekommst. Das ist eine Idee, die ich später brauche. Du wirkst schon ruhiger als eben. Nur ein bisschen. Mein Morgen läuft anders, als ich geplant hatte. Solche Tage gibt es, aber du schaffst das. Hoffentlich. Ich gehe jetzt ins Bad, damit ich nicht noch später werde. Gut, ich räume kurz auf, während du fertig wirst. Geschichte 2. Schneller Morgen. Ich bin fast fertig. Wo sind meine Schlüssel eigentlich heute? Auf der Kommode, die neben der Wohnungstür im Flur steht. Gut, dann fehlt nur noch die Jacke für draußen. Die Jacke, die du heute tragen willst, hängt links. Stimmt, dort hängt auch der Schal, den ich suche. Nimm ihn mit, weil es draußen heute früh kühl ist. Hast du meine Brotdose gesehen? Ich möchte sie mitnehmen. Ja, sie steht auf dem Tisch, der am Fenster ist. Perfekt. Das Brot, das du hineingelegt hast, esse ich später. Gut, damit du nicht wieder nur einen Apfel isst. Mein Ladekabel fehlt noch, und ohne es kann ich nicht los. Das Kabel, das du gestern benutzt hast, liegt beim Sofa. Danke. Heute suche ich alles nur kurz vor dem Gehen. Solche Morgen sind schlimm, wenn man schon zu spät ist. Ja, und die Straßenbahn, die ich nehmen muss, kommt bald. Dann prüf schnell dein Portemonnaie. Es bleibt doch immer in der Tasche. Ja, es ist da, und die Fahrkarte steckt auch drin. Sehr gut. Fehlt jetzt noch dein Handy? Leider ja. Es liegt auf dem Bett, auf dem mein Pullover liegt. Dann hol es schnell, damit du endlich losgehen kannst. So, jetzt habe ich endlich alles für heute zusammen. Gut, dann geh los. Ich hoffe, der Tag wird ruhiger. Geschichte 3. Treffen im Park. Hallo Lena, schön, dass du heute Zeit hast.
Hallo Markus, du siehst aus wie jemand, der einen langen Tag hatte. Ja, mein Morgen war chaotisch, weil mein Wecker nicht geklingelt hat. Dann ist der Park, in dem wir jetzt sitzen, sicher gut für dich. Ja, hier ist es ruhig und das brauche ich gerade. Deine Tasche, die neben dir liegt, sieht schwer aus. Darin sind meine Sachen fürs Büro. Dann war dein Tag wohl länger als geplant. Genau, ich habe nur einen Apfel gegessen und kaum Pause gehabt. Dann brauchst du jetzt etwas Richtiges, damit du wieder Energie bekommst. Kennst du ein Café, das noch offen ist? Ja, an der Karl-Heine-Straße gibt es eins, das gute Brötchen verkauft. Meinst du das kleine Café, in dem man ruhig sitzen kann? Genau, drinnen gibt es einen Platz, an dem es meist leise ist. Das klingt gut. Ich möchte heute nicht irgendwo sitzen, wo es laut ist. Dann passt es gut, denn dort arbeiten Leute, die freundlich sind. Wollen wir noch kurz bleiben oder gleich gehen? Wir können kurz sitzen, damit du erst etwas runterkommst. Gute Idee. Danach freue ich mich auf Kaffee und etwas Warmes. Dann gehen wir gleich los, sobald du dich etwas erholt hast. Geschichte 4 – Weg zum Café. Gut, dann gehen wir jetzt langsam los, oder? Ja, der Weg, den ich meine, ist nicht weit. Das ist gut, weil ich heute keine lange Strecke gehen kann. Wir nehmen die Straße, die direkt am Park vorbeigeht. Dort steht auch das Haus, das ich immer interessant finde. Meinst du das alte Gebäude, das jetzt ein Büro ist? Ja, genau das. Früher war es wohl ein Geschäft. Leipzig hat viele Ecken, die noch richtig besonders wirken. Das mag ich, denn die Stadt fühlt sich dadurch lebendig an. Dort vorne ist die Bäckerei, in der ich manchmal Brötchen kaufe. Die riecht immer so gut, dass man sofort Hunger bekommt. Heute sieht man Leute, die schon in der Schlange stehen. Zum Glück gehen wir in ein Café, in dem es Plätze gibt. Hoffentlich. Um diese Uhrzeit kann es manchmal schon voller sein. Ich möchte heute nur einen ruhigen Tisch, an dem wir reden können. Dann setzen wir uns hinten hin, wenn noch etwas frei ist. Gut, ich nehme sicher etwas Warmes, das schnell satt macht. Ich auch, obwohl ich später noch nach Hause muss. Hast du danach noch viel vor? Nicht viel, aber ich will später noch einkaufen gehen. Verstehe. Erst kommt jetzt das Frühstück, das wir beide brauchen. Genau, da vorne ist schon das Café, das ich dir erzählt habe. Super, dann hoffe ich auf einen Platz, der schön ruhig ist. Geschichte 5 – Frühstück im Café. Hier ist noch ein Tisch frei, der am Fenster steht. Gut, der Platz, an dem wir sitzen können, wirkt ruhig. Genau so einen Ort möchte ich heute nach dem Morgen haben.
Die Karte, die dort auf dem Tisch liegt, sieht gut aus. Ich nehme sicher einen Kaffee und etwas Warmes dazu. Das Brötchen, das hier immer frisch ist, mag ich besonders. Heute brauche ich wirklich ein Frühstück, das mich wieder wach macht. Dann bestell etwas, das satt macht und nicht zu teuer ist. Ja, denn später muss ich noch mit dem Bus fahren. Ich nehme einen Tee, der nicht zu stark ist. Gute Idee. Mein Magen ist heute auch nicht ganz ruhig. Das passiert oft, wenn man morgens nur wenig gegessen hat. Stimmt. Der Apfel, den ich mitgenommen habe, war viel zu wenig. Deshalb brauchst du jetzt etwas, das dir länger Energie gibt. Vielleicht nehme ich Rührei und ein Brötchen mit Käse. Das klingt nach einem Frühstück, das gut zu dir passt. Und du? Nimmst du wieder den Tee, den du immer trinkst? Ja, und das kleine Croissant, das hier morgens beliebt ist. Gut, dann bestellen wir gleich, damit wir nicht lange warten. Die Frau, die dort arbeitet, ist meistens schnell und freundlich. Das ist gut, weil ich später noch ins Büro muss. Dann essen wir jetzt in Ruhe, damit dein Tag endlich besser wird. Geschichte 6. Uni und Büro. Jetzt geht es mir besser. Das Frühstück, das ich bestellt habe, war wirklich gut. Das sieht man dir an. Du wirkst wieder wie jemand, der klar denken kann. Gut, denn im Büro wartet heute noch viel Arbeit auf mich. Ist das der Job, den du seit 2 Jahren machst? Ja, genau. Ich arbeite in dem Büro, das nahe beim Hauptbahnhof liegt. Dann hast du einen Weg, der jeden Morgen ziemlich voll ist. Stimmt, besonders die Straßenbahn, die ich meistens nehme, ist oft voll. Bei mir ist es ähnlich, weil die Uni morgens auch sehr belebt ist. Du hast heute doch die Vorlesung, die immer im großen Hörsaal ist, oder? Ja, die Vorlesung, die heute stattfindet, beginnt um 10 Uhr. Das ist die Veranstaltung, in der ihr gerade über Datenbanken sprecht? Genau. Das Thema ist interessant, aber der Raum, in dem wir sitzen, ist oft kalt. Im Büro ist es anders. Dort gibt es Kolleginnen, mit denen ich gut arbeiten kann. Das ist wichtig, damit der Tag nicht noch anstrengender wird. Ja, denn heute muss ich auch Berichte schreiben, die bis Mittag fertig sein sollen. Dann brauchst du wirklich einen ruhigen Kopf, den du heute Morgen nicht hattest. Genau, deshalb war das Frühstück hier gerade wirklich notwendig. Und ich muss gleich zur Uni, damit ich nicht zu spät komme. Dann trinken wir noch den Rest und danach gehen wir los. Ja, so machen wir es. Der Tag, der jetzt weitergeht, wirkt schon viel besser. Dann gehe ich jetzt zur Straßenbahn. Bis später, Lena. Bis später, Markus. Viel Erfolg im Büro. Geschichte 7. Kurze Mittagspause. Hallo Ben, endlich ist Mittag.
Hallo Markus, du wirkst wie jemand, der dringend eine Pause braucht. Ja, weil ich seit 8 Uhr fast nur E-Mails gelesen habe. Dann ist die Mensa, in der wir jetzt sitzen, genau richtig. Zum Glück. Ich brauchte einen Ort, an dem ich kurz ruhig essen kann. Hast du das Gericht genommen, das heute als Tagesangebot da ist? Ja, die Nudeln, die dort vorne standen, sahen ganz gut aus. Ich habe die Suppe gewählt, die heute schneller geht und leichter ist. Gute Idee. Ich muss nach der Pause noch 2 Berichte fertig machen. Das sind doch die Berichte, die bis heute Nachmittag abgegeben werden müssen, oder? Genau. Deshalb wollte ich keine lange Pause machen. Verstehe. Ich mag Pausen, die kurz sind, aber trotzdem etwas Ruhe bringen. So sehe ich das auch, denn heute Morgen war schon stressig genug. Hattest du wieder einen Start, bei dem gleich etwas schiefgelaufen ist? Ja, mein Wecker hat nicht geklingelt und später war alles zu hektisch. Dann brauchst du jetzt wirklich Essen, das dir neue Energie gibt. Hoffentlich. Nachher kommt noch der Bus, den ich rechtzeitig erreichen muss. Dann isst in Ruhe auf, damit du danach klarer denken kannst. Genau das ist mein Plan für den Rest des Tages. Geschichte 8. Ticket im Bus. Guten Tag. Mein Ticket, das ich gestern verlängert habe, wird nicht erkannt. Dann halten Sie es noch einmal an den Scanner, der neben der Tür blinkt. Ich habe es schon 2-mal versucht, aber es bleibt immer rot. Das Display, das sonst grün leuchtet, zeigt heute nur eine Fehlermeldung. In der App, die ich eben geöffnet habe, steht, dass alles gültig ist. Zeigen Sie mir bitte das Datum, das dort oben angezeigt wird. Hier, sehen Sie, es läuft bis Ende des Monats. Ja, das Ticket sieht normal aus, aber das Gerät reagiert nicht richtig. Das ist genau der Bus, mit dem ich jeden Nachmittag fahre. Dann liegt es wohl an einem Problem, das heute öfter vorkommt. Ich war schon nervös, weil mein Morgen sowieso chaotisch war. Das verstehe ich. Solche Situationen sind unangenehm, wenn man müde ist. Muss ich jetzt ein neues Ticket kaufen oder kann ich mitfahren? Nein, Sie müssen keines kaufen, denn ich glaube Ihnen. Das ist nett. Ich habe heute wirklich keinen Kopf für mehr Stress. Gehen Sie später bitte zu der Stelle, bei der Sie das prüfen lassen können. Meinen Sie das Kundenzentrum, das nahe beim Augustusplatz liegt? Ja, genau das meine ich, damit morgen alles wieder funktioniert. Gut, dann fahre ich jetzt mit und kläre das später. Machen Sie das. Setzen Sie sich ruhig, damit der Tag nicht noch anstrengender wird. Geschichte 9. Bei der Ticketstelle. Guten Tag. Ich habe ein Ticket, das im Bus nicht erkannt wurde. Guten Tag.
Zeigen Sie mir bitte die Karte, die Sie heute benutzt haben. Hier ist sie. Das ist die Fahrkarte, die ich gestern verlängert habe. Danke. Ich öffne jetzt das System, das unsere Tickets prüft. Der Busfahrer, der heute sehr freundlich war, hat mich trotzdem mitfahren lassen. Das war gut, denn solche Fehler passieren manchmal bei alten Daten. Ich war nur unsicher, weil mein Morgen schon stressig genug war. Verstehe. Das Gerät, das Ihre Karte liest, zeigt hier einen alten Stand. Heißt das, dass mit meinem Abo eigentlich alles in Ordnung ist? Ja, Ihr Ticket ist gültig. Das kann ich schon sehen. Gut, ich möchte morgen nicht wieder ein Problem haben. Natürlich. Ich aktualisiere jetzt die Daten, damit Ihre Karte wieder richtig gelesen werden kann. Muss ich danach noch etwas machen? Nein, aber Sie sollten die Karte kurz hier testen. Ist das das Gerät, das dort neben dem Schalter steht? Genau, das ist der Automat, an dem wir alles sofort prüfen können. Gut, dann versuche ich es gleich noch einmal. Jetzt müsste es gehen. Die Anzeige, die eben rot war, wird gleich grün. Ja, jetzt klappt es. Das ist eine Erleichterung, die ich heute wirklich gebraucht habe. Sehr gut. Dann ist Ihr Ticket wieder bereit für morgen. Geschichte 10 Einkauf am Abend. Guten Abend. Ich brauche ein paar Dinge für zu Hause. Guten Abend. Hier vorne finden Sie alles, was schnell mitzunehmen ist. Gut. Der Tag, der früh chaotisch begonnen hat, war lang. Das sagen viele Kunden, die erst abends einkaufen. Ich suche etwas, das schnell fertig ist und wenig Arbeit macht. Dann passt die Suppe, die links im Kühlregal steht. Gute Idee. Ich nehme auch das Brot, das noch frisch aussieht. Dazu passt Käse gut. Heute gibt es einen, der im Angebot ist. Ja, den nehme ich, weil ich morgen früh wenig Zeit haben werde. Brauchen Sie noch Obst oder Wasser? Ja, die Äpfel, die vorne in der Kiste liegen, sehen gut aus. Die kommen von einem Hof, der bei Leipzig liegt. Das gefällt mir. Ich kaufe gern Sachen aus der Region. Sonst noch etwas? Pasta wäre auch praktisch. Nein, das reicht. Ich möchte heute nur Dinge kaufen, mit denen ich schnell essen kann. Verstehe. Nach Tagen, die so voll sind, will man nur nach Hause. Genau, jetzt nehme ich noch Wasser, damit morgen früh alles bereit ist. Gut, dann bezahlen wir gleich. Die Kasse dort ist frei. Perfekt. Dann ist das heute mein letzter Termin. Sehr gut. Ich hoffe, Ihr Abend wird jetzt ruhiger. Geschichte 11 Zu Hause kochen. Hallo Jena, endlich bin ich zu Hause. Hallo Markus, du siehst aus wie jemand, der sofort etwas Warmes essen möchte.
Genau so ist es, weil ich seit dem Einkauf nur an Essen denke. Dann passt die Suppe, die du mitgebracht hast, sicher gut. Ja, und das Brot, das ich eben gekauft habe, sieht auch noch frisch aus. Gut, die Pfanne, die wir sonst benutzen, brauchst du heute nicht. Das ist mir recht, denn ich will heute nichts Kompliziertes kochen. Verstehe ich. Nach einem Tag, der so voll war, braucht man etwas Einfaches. Genau. Das Ticketproblem, das ich später noch klären musste, hat auch Energie gekostet. Wenigstens ist jetzt alles erledigt, damit du morgen keinen Stress mehr hast. Ja, das Kundenzentrum, in dem ich war, hat mir schnell geholfen. Dann ist der Abend jetzt endlich ruhiger als der Morgen. Auf jeden Fall. Kannst du mir bitte den Teller geben, der oben im Schrank steht? Klar. Und das Messer, mit dem du das Brot schneiden kannst, liegt schon hier. Perfekt. Dazu nehme ich Wasser, das im Kühlschrank kalt geworden ist. Gute Idee. Danach kannst du dich endlich setzen und in Ruhe essen. Ja, auf diesen Moment, auf den ich mich seit dem Bus gefreut habe. Dann lass uns anfangen, damit das Essen nicht kalt wird. Geschichte 12. Filmabend besprechen. Hallo Lena, bist du jetzt zu Hause? Ja, ich bin angekommen und packe gerade die Tasche aus, die ich aus der Uni mitgebracht habe. Gut, ich esse gerade die Suppe, die ich nach dem Kundenzentrum gekauft habe. Das klingt passend, weil dein Tag heute wirklich anstrengend war. Stimmt. Hast du den Filmabend, den du geplant hast, noch vor dir? Ja, Mira, die gleich kommt, bringt noch Saft und Kekse mit. Schön. Habt ihr schon den Film gewählt, den ihr sehen wollt? Noch nicht. Es gibt 2 Filme, die gut passen würden. Ist einer davon die Komödie, von der du erzählt hast? Genau, der andere ist ein Reisefilm, der aber ziemlich lang ist. Dann würde ich etwas nehmen, das leicht und ruhig ist. So sehe ich das auch, denn heute möchte ich nichts schauen, das schwer wirkt. Verstehe. Ich treffe später Felix, mit dem ich essen gehen will. Das ist der Freund, den du aus der Schule kennst, oder? Ja, genau. Ich hoffe auf einen Abend, an dem wir in Ruhe reden können. Das klingt gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Geschichte 13. Treffen mit Felix. Hallo Felix, schön, dass du schon da bist. Hallo Markus, ich habe den Tisch genommen, der hinten am Fenster steht. Gute Wahl. Ich mag Plätze, an denen man ruhig reden kann. Genau deshalb bin ich in das Restaurant gegangen, das du vorgeschlagen hast. Danke. Nach dem Tag, den ich heute hatte, brauche ich Ruhe. Du klingst wie jemand, der seit Stunden nur Probleme löst. So war es auch, weil mein Morgen schon chaotisch begonnen hat. War das wieder so ein Tag, an dem alles gleichzeitig passiert? Ja,
Erst der Wecker, der nicht geklingelt hat, und später das Busticket. Das Ticket, das nicht funktioniert hat, konntest du aber klären, oder? Ja, im Kundenzentrum, in dem die Frau sofort nachgesehen hat. Dann hast du jetzt wenigstens einen Abend, der ruhiger werden sollte. Hoffentlich. Und du? Wie läuft der Job, den du in Dresden angefangen hast? Ganz gut. Das Team, mit dem ich arbeite, ist freundlich und offen. Das ist viel wert, denn gute Leute machen den Alltag leichter. Stimmt, wenn man Kolleginnen hat, denen man vertrauen kann, arbeitet man besser. Genau, heute möchte ich einfach essen und normal reden. Dann machen wir das. Der Abend, auf den wir lange gewartet haben, ist endlich da. Geschichte 14 Wochenende planen. Sag mal, hast du am Sonntag schon etwas vor, Felix? Noch nicht. Warum fragst du? Ich überlege einen Ausflug, den ich mit ein paar Leuten machen möchte. Klingt gut. Ist das der Plan, von dem du vorhin kurz gesprochen hast? Ja, genau. Lena, mit der ich heute im Café war, hat auch Interesse. Wohin wollt ihr fahren? Vielleicht an einen See, an dem man spazieren und ruhig sitzen kann. Das passt gut zu einem Sonntag, der nicht zu voll sein soll. Eben, ich brauche gerade etwas, das ohne Stress funktioniert. Verstehe ich, weil dein Tag heute schon anstrengend genug war. Genau. Es gibt einen Ort bei Leipzig, den Lena schon kennt. Ist das ein See, an dem man auch ein kleines Picknick machen kann? Ja, und der Weg, der dorthin führt, ist wohl nicht kompliziert. Dann wäre ich gern dabei, wenn ihr noch jemanden mitnehmen wollt. Klar, du bist genau jemand, mit dem so ein Ausflug entspannt wäre. Das freut mich. Wer kommt noch? Vielleicht Mira, die mit Lena heute einen Filmabend macht. Dann wird das eine kleine Gruppe, die gut zusammenpasst. Hoffentlich. Morgen schreibe ich allen, damit wir Zeit und Treffpunkt klären können. Mach das. Ein Sonntag, auf den man sich freuen kann, ist immer gut. Geschichte 15 Abschied am Abend. Das Essen, das wir bestellt haben, war wirklich gut heute. Ja, und das Restaurant, das du ausgesucht hast, war schön ruhig. Genau das brauchte ich, weil der Tag schon anstrengend genug war. Das hat man gemerkt. Du warst wie jemand, der erst langsam wieder entspannt. Stimmt, jetzt fühle ich mich besser als heute Morgen, der so chaotisch begonnen hat. Wenigstens endet der Tag jetzt anders, als er angefangen hat. Ja, und das Gespräch, das wir heute hatten, hat mir gut getan. Mir auch. Ich mag Abende, an denen man einfach ruhig reden kann. Solche Treffen sind wichtig, denn unter der Woche bleibt oft wenig Zeit. Das kenne ich. Gerade der Job, den ich in Dresden habe, kostet viel Energie.
Dann war heute ein Abend, den wir beide gut brauchen konnten. Auf jeden Fall. Schreibst du morgen wegen des Ausflugs, den ihr plant? Ja, ich mache eine Nachricht, damit alle den Treffpunkt lesen können. Gut. Der Sonntag, auf den wir uns jetzt freuen, klingt schon entspannt. Finde ich auch. Jetzt muss ich aber langsam nach Hause gehen. Klar, die Bahn, die du noch bekommen musst, fährt sicher bald. Genau, dann bis bald, Felix, und danke für den Abend. Gern, komm gut heim, Markus. Bis Sonntag dann. Bevor ihr geht, hier sind noch ein paar nützliche deutsche Wörter aus der heutigen Folge. Sie sind für A2-B1-Niveau und helfen euch, euren Wortschatz zu erweitern. Übt sie und schreibt uns euren Favoriten in die Kommentare.